Hallo Leute und herzlich willkommen in einem neuen Vlog. Heute geht es um Ostern. In 2 Tagen ist Ostern. Ich drehe dieses Video an einem Donnerstag, also am Sonntag ist Ostern und wir verbringen die nächsten Tage zusammen. Heute habe ich eine Aufgabe, aber eine sehr wichtige Aufgabe. Ich möchte einen Hefezopf backen. Ich backe eigentlich jedes Jahr einen Hefezopf. Ich habe auch das beste Rezept. Das Rezept kann ich in der Infobox verlinken. Also falls du dieses Jahr oder nächstes Jahr auch einen Hefezopf backen möchtest, dann schau dir das Rezept unbedingt an und speichere das, um das nicht zu verlieren. Ich habe auch einen kleinen Plan gemacht, was ich mit euch die nächsten Tage machen möchte. Also heute backen wir zusammen einen Hefezopf. Morgen kommen meine Schwiegereltern vorbei. Und viel mehr habe ich eigentlich nicht geplant. Es werden einfach entspannte und ruhige Tage. Wir werden die Zeit zusammen genießen und ich erzähle euch ein bisschen was zu Ostern. Ich zeige euch, wie ich meinen Tisch zum Frühstück dekoriere, was man normalerweise an Ostern isst, was man macht. Also wie immer, genießt das Video, lernt fleißig Deutsch, denkt daran, dieses Video zu liken. Ja, es ist ganz wichtig und abonniert meinen Kanal. Okay. Wir gehen jetzt los. Ich muss erstmal die ganzen Zutaten für den Hefezopf kaufen. Let's go! So Leute, lasst uns mein Auto holen und dann geht es los. Nicht mein Auto, aber schön wäre es. Jetzt sind wir bei meinem Auto. Tada! Das ist dir? Ja! Oh mein Gott, bist du süß. Oh mein Gott, Leute, ich habe so viel eingekauft. Ich habe hier 2 Taschen und dann noch die Blumen. Ja. Ist es bei euch auch so, wenn ihr einkaufen geht und eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten braucht, übertreibt ihr dann wieder? Zumindest ist es bei mir so. Ich bin nur mit dem Fahrrad unterwegs, weil ich eigentlich nicht so viel kaufen wollte. Naja, jetzt muss ich irgendwie mit dem ganzen Zeug nach Hause kommen. Hallo ihr Lieben, ich melde mich aus meinem Büro. Ich bin wieder zurück bei der Arbeit und habe gerade gemerkt, dass ich euch vergessen habe, in dem Vlog zu sagen, dass ich eine große und sehr nützliche PDF-Datei vorbereitet habe. Es gibt in dieser Datei alle wichtigen Redemittel zum Thema Ostern und noch viel mehr. Also hier ist die Datei. Den Link dazu findest du unter dem Video in der Infobox. Lade sie dir unbedingt herunter. Wie immer gibt es noch eine Übung. Das heißt, du kannst sogar dein Wissen testen. Und viel Spaß weiterhin beim Schauen. Jetzt lass uns loslegen. Ich freue mich schon so sehr auf den Hefezopf. Das Rezept für meinen Hefezopf findest du in der Beschreibung unter diesem Video. So, jetzt heißt es warten. Wir müssen den Teig gehen lassen. Der Teig muss jetzt erstmal wachsen. Dafür stelle ich den Teig in einen warmen Ort und lasse ihn dort für 2 bis 3 Stunden. Es sieht wunderschön aus. Lass uns jetzt den Teig kneten und den Hefezopf flechten. Am Samstag haben wir, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel gemacht. Wir sind mit meinen Schwiegereltern spazieren gegangen und haben dieses wunderschöne Wetter genossen. Nichts tun tut manchmal auch gut. Und das haben wir gemacht. Einfach nichts getan und die Zeit zusammen genossen. Guten Morgen und frohe Ostern! Heute ist Sonntag. Wir frühstücken gleich alle zusammen mit Tobis Eltern, also mit meinen Schwiegereltern. Und ich nehme euch mit.
Als erstes müssen wir gleich den Tisch decken und das Frühstück vorbereiten. Mein Mann hat gerade schon Brötchen gekauft. Ich habe den Hefezopf gebacken. Ein Hefezopf gehört an Ostern einfach dazu. Etwas gehört dazu bedeutet, etwas muss unbedingt dabei sein. Also für mich gehört ein Hefezopf dazu. Ich habe auch noch ein paar ukrainische Gerichte gekauft, vorbereitet. Das zeige ich euch gleich. Und ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Meine Schwiegereltern kommen schon in einer Stunde. Daher sollen wir jetzt Gas geben. Später fahren wir noch nach Rüdesheim. Das ist eine wunderschöne kleine Stadt in den Weinbergen, also in einer Region, wo ganz viel Wein angebaut und produziert wird. Und da sprechen wir dann ein bisschen über Ostertraditionen in Deutschland. Ist mein Osterstrauß nicht wunderschön? Das sieht so gut aus. Ich bin richtig happy damit. Okay, lass uns starten. Ich koche am liebsten alleine. Ich weiß, wo alles steht. Ich weiß, was ich machen möchte. Außerdem gibt es im Deutschen einen sehr guten Spruch: Viele Köche verderben den Brei. Das bedeutet, je mehr Leute zusammen kochen, desto schwieriger wird es. Also am besten ist es, wenn eine Person kocht. Kochst du lieber alleine oder mit anderen Menschen? Schreib es gerne in die Kommentare. So, in der Ukraine an Ostern wird immer rote Beete gerieben mit Meerrettich gegessen. Und das mache ich jetzt. Ich habe den Meerrettich auch schon vorbereitet. Das war eine ganze Wurzel, die habe ich gerieben. Es muss sehr scharf sein. Ja, es ist scharf. Also, so kann es auf den Tisch. So, ich habe jetzt alles vorbereitet und zeige euch unseren wunderschönen Tisch. Das Brot und die Eier fehlen noch, aber das machen wir gleich fertig. Hier ist mein wunderschöner Hefezopf. Ich bin so stolz darauf. Haben wir hier ein bisschen Gemüse. Das sind meine super schönen ukrainischen Tassen von einem ukrainischen Designer, Gunja. So, das ist Butter, der ukrainische Käse. Dann haben wir hier diese süßen Eierbecher. Noch mehr Käse, rote Beete mit Meerrettich, Frischkäse. Dann habe ich hier ein paar Marmeladensorten. Bisschen Wurst, Käse. Ja, so sieht unser Tisch aus. Auch 2 Hasen für meine Schwiegereltern und ein kleines Geschenk. Und hier ist mein wunderschöner Osterstrauß. Ich bin so stolz darauf. Das ist auch aufgegangen. Eigentlich waren alle Zweige, so wie die hier geschlossen. Aber die gehen langsam auf. Voll schön. Dann habe ich hier eine Sonnenblume und ein paar Pfingstrosen, die pink waren und jetzt so beige geworden sind. Die sogar gelb. Ups. Das ist auch sehr süß, oder? Okay. Dann machen wir die letzten Vorbereitungen fertig und setzen uns alle zusammen hin. So, schauen wir uns jetzt an, wie es in der Küche aussieht. Also die Eier kochen. Wir haben hier einen vollen Brotkorb und noch Osterbrot von meiner Schwiegermutter. So, dann ist alles fast fertig. Ich bin schon ganz aus dem Häuschen. Das ist ein super süßer Spruch. Aus dem Häuschen sein, sich sehr doll freuen. Und man kann auch sagen, ich freue mich wie ein Osterhase. Also auch, ich freue mich sehr stark. Ich freue mich auf das Frühstück. Ich bin schon ganz aus dem Häuschen. Ich liebe so Familienfeste, Ostern, Weihnachten.
Je mehr Leute, desto cooler. Leider dieses Mal nur meine Schwiegereltern, aber wir sehen uns bald mit meinen Eltern. Wir sind angekommen, also in Rüdesheim angekommen und die Stadt ist so voll. Anscheinend waren wir nicht die Einzigen, die diese Idee hatten. Wir sind hier auf einem Parkplatz, auf einem Acker. Also Acker ist ein Feld. Also es ist kein richtiger Parkplatz, es ist ein Feld. Und wir können jetzt spazieren gehen. In Deutschland gibt es tatsächlich nicht so viele Ostertraditionen. Die meisten Leute gehen zur Kirche, frühstücken zusammen, also meistens mit ihrer Familie. Es gibt immer einen Osterstrauß. Diese wird geschmückt. Ihr habt auch einen Osterstrauß bei uns gesehen. Der Osterstrauß wird mit bemalten Eiern und kleinen Anhängern geschmückt. Und eine sehr tolle Ostertradition ist das Osterfeuer. Dies wird meistens in ländlichen Regionen gemacht. Das ist ein großes Feuer als Symbol für das Licht und neues Leben. Symbol für das Ende des Winters. Eine richtig coole Tradition. Falls du irgendwann die Möglichkeit hast, das Osterfeuer zu erleben, dann mach das unbedingt. Das bringt sehr viel Spaß. So, wir sind jetzt oben. Wir sind mit der Seilbahn ja nach oben gefahren. Ich hoffe, man kann mich hören. Es ist wunderschön hier. Die Aussicht ist wirklich beeindruckend. Wir gehen jetzt hier spazieren, genießen den Tag. In Deutschland ist es üblich, dass man an Feiertagen einen Ausflug macht. Und das sieht man jetzt hier auch, weil sehr viele Menschen unterwegs sind. Also viele Menschen machen gerade einen Ausflug. Warum nicht? Das Wetter ist schön. Und warum soll man zu Hause bleiben? Wie geht's Ihnen? Sehr gut. Sehr gut? Ja. Sind Sie glücklich? Ja, sehr glücklich. Alle guten Dinge sind drei. Das ist jetzt das dritte Café, wo wir sind. Und endlich haben wir eins gefunden, das uns allen gefällt. Alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Gibt es diesen Spruch in deiner Sprache? In der PDF-Datei findest du den Spruch mit einem Beispiel und einer kleinen Erklärung. Also lade dir die PDF-Datei unbedingt herunter. Die ist komplett kostenlos und sehr nützlich. Den Link dazu findest du wie immer in der Beschreibung und in dem angepinnten Kommentar. Viel Spaß! Wir haben gerade einen Kaffee bestellt und sogar noch einen Kaiserschmarrn. Das zeige ich euch gleich. Ja, dann lassen wir den Abend hier ausklingen und fahren dann nach Hause. Es fängt an zu regnen, deshalb müssen wir uns jetzt wirklich beeilen. Ich möchte nicht unbedingt nass werden. Am Abend haben wir noch alle zusammen Tassen bemalt. Normalerweise färbt man an Ostern Eier. Dieses Mal haben wir keine gefärbten Eier gehabt, aber wir wollten trotzdem ein bisschen was zusammen machen. Und es war so toll. Es hat so viel Spaß gemacht, zusammen kreativ zu sein und etwas Eigenes, Besonderes zu erstellen. Ich bin sehr stolz, wie meine Tasse geworden ist. Wie findest du sie? Das war's für heute. Gib mir unbedingt einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns nächsten Sonntag in einem neuen Video. Bis dann!